Vor 100 Jahren war der berühmte Maler Albin Egger-Lienz zum ersten Mal in Lengenfeld. Aus diesem Grund gibt es das ganze Jahr über diverse Veranstaltungen. Und wir waren für euch im Heimatmuseum in Lengenfeld. Anlässlich des heurigen Albin Egger-Lienz-Jahres wurde mit einer Ausstellung des Hubener Künstlers Toni Herger im Ötztaler Heimatmuseum die Verbundenheit des Malers mit der Gemeinde Lengenfeld versinnbildlicht. Tages haben wir mal Gedanken gemacht, nicht immer in der Moderne arbeiten einmal im bäuerlichen Leben. Und ich muss bald sagen, wie der Martin Luther King gesagt hat, ich hatte einen Traum. Und der Traum eigentlich war so, man hört eigentlich heute in der Früh immer, kann man als Kind erinnern, kein Sengsentängler mehr. Man sieht kein Samer mehr und das war eigentlich der Zugang dann zu diesen bäuerlichen Figuren. Also heute haben wir das Albin Egger-Lienz-Jahr in Lengenfeld gestartet. Albin Egger-Lienz hat in Lengenfeld seine wichtigsten Modelle für die zweite Malphase gefunden. Es war die Ausstellung mit Toni Herger und Arbeiten von Erich Keber. Und nächste Veranstaltung, die wir organisieren, werden die Ötztaler Filmtage sein im August unter dem Schwerpunkt Albin Egger-Lienz und der Kulturraum Ötztaler Alpen. Es gibt da 3 interessante Filme, also einen vom Epo-Film Bochlatko von 1961, dann von Wolfgang Pfaundler von 1976 und von der Therese Andrea von 1996, werden alle im Rahmen der Ötztaler Filmtage gezeigt. Und eine ganz wichtige Veranstaltung ist dann Historia Alpenraum, ebenfalls wieder mit Schwerpunkt Albin Egger-Lienz und der Kulturraum Ötztaler Alpen. Es gibt da verschiedene Veranstaltungen, darunter Lengenfelder sehen Albin Egger-Lienz, also kreative Lengenfelder sehen Albin Egger-Lienz in der Nachbetrachtung. Mit dabei Anton Klucker Fotografie, Anton Herger Reliefs und Bildhauerei, Gerbert Ennemoser als Maler, dann Hans Bacher Glaskunst und Literatur, also fast alle Kunstsparten. Die Ausstellung findet im Aquadom die Galerie statt und gleichzeitig wird der große Albin Egger-Lienz Dokumentation Albin Egger-Lienz in Lengenfeld präsentiert. Neben der laufenden Ausstellung rund um Albin Egger-Lienz freut man sich im Ötztaler Heimatmuseum über ein anderes großes Projekt. Was macht das Dorf zum Dorf? Das Gespräch im Museum hat als unmittelbaren Anlass den Architektenwettbewerb zu unserem nächsten großen Projekt. Wir haben jetzt das Schmiedlershaus, das da direkt zum Ortskern gehört, von der Gemeinde Lengenfeld übernommen. Das heißt vor allem übernehmen dürfen, muss man sagen. Und dieses Haus wird im heurigen Jahr also geplant und im nächsten Jahr soll also dann das Bauvorhaben durchgeführt werden. Das ist also für uns erstens einmal, glaube ich, das Allerwichtigste, dass damit der alte Ortskern von Lehn erhalten bleibt und da als ein ganz wichtiger Baustein dieses Haus ist das auch für die Zukunft eine ganz wertvolle Investition. Und das Zweite, muss man sagen, eröffnet es für das Museum neue Möglichkeiten. Es ist einmal dann die Infrastruktur, die uns also einfach fehlt. Als Beispiel, uns fehlt also ein Raum, in dem also unsere Besucher empfangen werden, wo sie Eintrittskarten kaufen könnten, wo sie vielleicht auch etwas trinken könnten, wo sie sich vom Museumsrundgang kurz erholen können. Es fehlt die Infrastruktur, zum Beispiel auch im sanitären Bereich, also diese Dinge. Wir haben dazu einen Architektenwettbewerb mit 4 renommierten Tiroler Architekten, einen geladenen Wettbewerb durchgeführt, den die Dorferneuerung geleitet hat. Und es sind also am Mittwoch wirklich eine hochkarätige Runde von Architekten, Architekturinteressierten da gewesen, an den Dörfern und an der Weiterentwicklung unserer Dörfer Interessierte, die also über das Thema geheiratet haben. Und ich glaube, es sind also einige interessante Denkanstöße gewesen, wie es also da weitergehen soll.
Damit und mit dem Albin-Egger-Lienz-Schwerpunkt von Pro Vita Alpina wird Kulturarbeit geleistet, um das Ötztal so zu sehen, wie es Albin Egger-Lienz bereits 1906 sah.